Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr schaut Mo von VR. Ich bin Mo Tensen und habe seit einer Woche jetzt hier Zeit mit der PlayStation VR 2 verbracht und konnte sie mir ausgiebig angucken. Erfüllt sie meine Erwartungen? Komplett. Ist sie großartig? Definitiv. Ist sie perfekt? Das muss sie auch erst noch beweisen, würde ich mal sagen. Aber wir schauen uns das jetzt mal in diesem Video an. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. Aber bevor wir anfangen, die ganzen Sachen zu analysieren, gibt es erstmal wieder eine kleine Zusammenfassung des Gerätes. Die PlayStation VR 2 kommt im selben Design wie die PlayStation VR 1 daher. Es gibt dieses wahnsinnig bequeme Halo-Strap, das setzt ihr wie eine Krone auf den Kopf und das verteilt dann das komplette Gewicht des Visors hier vorne auf dem ganzen Kopf. Der ist nicht in das Gesicht geschnallt, sondern hängt leicht davor. Durch die ganze Technik, die das hier realisiert, passiert das aber wirklich sehr stabil und macht einen guten Eindruck. Sie wiegt sogar ein paar Gramm weniger als die PSVR 1, nämlich 560 Gramm. Sie hat zwei OLED-HD-Displays eingebaut, für jedes Auge eins, mit einer Auflösung von 2000 x 2040 Punkten und HDR-Support. Das Ganze läuft mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 bzw. 120 Hertz, je nach Spiel und Entwickler. Und was neu ist, man kann den Augenabstand frei einstellen. Mit diesem kleinen Rädchen könnt ihr die Linsen perfekt auf eure Augen anpassen. Und das ist in dieser Generation auch wichtig, denn wir haben keine asphärischen Linsen mehr, sondern Fresnel-Linsen. Kommen wir später zu. Das Field of View bei der PlayStation VR 1 war schon sehr gut mit angegebenen 100 Grad. Hier gibt Sony den Wert mit 110 Grad an und ich kann euch in der Praxis jetzt schon bestätigen, ja, es ist definitiv größer und macht eine Menge Spaß. Das Wichtigste, was sich an diesem Headset geändert hat, ist allerdings das Tracking. Seht ihr diese 4 Kameras hier vorne? Die gucken in den Raum, berechnen daraus die Position der PlayStation VR 2 und damit auch eure eigene Position in der virtuellen Realität. Gleichzeitig schauen sie auf die Controller. Die haben in diesen Ringen hier Infrarot-LEDs. Damit kann die PlayStation 5 dann auch die Position eurer Hände berechnen und so seid ihr komplett getrackt in einer Welt. Es sind keine externen Sensoren mehr nötig. Ihr habt einfach nur die PlayStation VR 2, die ihr mit diesem 4,5 Meter langen, recht dünnen und geschmeidigen Kabel einfach via USB-C vorne in die PlayStation 5 steckt. Und damit ist das Gerät angeschlossen. Kleine Erkenntnis noch am Rande. Ich habe die PlayStation VR spaßeshalber mal an meinen PC-Notebook angeschlossen. Das hat einen USB-C-Port, über den normalerweise mittels eines Adapters auch DisplayPort-Ausgang realisiert werden kann. Da ließ es sich nicht mal anschalten. Genauso an meinem MacBook, da gibt es auch jede Menge USB-C-Ports für Monitore. Funktioniert auch gar nicht. Die Brille bleibt einfach still. Das ist aber noch nicht alles an Neuerungen. Die PlayStation VR 2 ist das einzige Gerät, was auch im Kopfteil Rumble hat und das kann ich jetzt schon sagen, der wirkt sich sehr, sehr spannend aus und sorgt dafür, dass ihr eine größere Immersion in VR habt. Außerdem sind um die Linsen herum auch kleine Infrarotsensoren verteilt und eine entsprechende Infrarotkamera pro Auge. Die PlayStation VR 2 hat Eye-Tracking. Sie kann also sehen, wohin ihr guckt. Einzigartig. Es ist das erste Consumer-Gerät mit Eye-Tracking. Und das hat mehrere interessante Gesichtspunkte. Ihr könnt natürlich sämtliche Menüs etc. jetzt mit den Augen bedienen, aber auch gerade in Spielen, das ist eine große Hilfe. Wenn ihr mit Pfeil und Bogen schießt, könnt ihr mit dem Eye-Tracking da helfen, damit das Spiel weiß, wohin ihr schießen wollt. Und in sozialen Anwendungen wirken natürlich eure Gegenüber lebendiger, weil sie euch angucken können und blinzeln und das hilft natürlich eine Menge. Der wichtigste Aspekt ist aber ein technischer. Die PlayStation 5 bringt jetzt sehr viel mehr Power mit für VR als ihr Vorgänger noch. Durch eine Technik namens Forward Rendering, wo einfach nur ein Bildbereich in der Mitte scharf gerechnet wird und der Rest nicht mehr so viel Performance kostet. In der Kombination mit dem Eye-Tracking hat man jetzt dynamisches Forward Rendering. Das bedeutet, überall wo ihr hinguckt, ist das Bild perfekt. In der Peripherie eurer Augen, die ihr nicht wahrnehmen könnt, wird es nicht mehr absolut perfekt gerendert. Und das spart super viel Performance und damit holt man aus der Technik einfach noch mehr raus. Das ist eine Spitzengeschichte. Die Soundlösung der PlayStation VR 2 entspricht im Prinzip auch ihrem Vorgänger. Es wird wieder ein In-Air-Kopfhörer mitgeliefert, den man hier komfortabel anstecken kann. Hier drunter ist ein 3,5 mm Klinkenstecker. Das bedeutet, wenn ihr keine Freunde von In-Ear-Kopfhörern seid, dann müsst ihr den auch nicht benutzen. Dann könnt ihr hier jeden anderen Kopfhörer anstecken. Ich hatte auch schon die Gelegenheit, mit dem Puls 3D Kopfhörer von Sony rumzutesten.
Das ist einer der Kopfhörer, die auch wireless funktionieren, weil sie einen Dongle haben und die PlayStation 5 das halt verarbeiten kann. Normale Bluetooth-Kopfhörer kann man leider nicht mit der PlayStation 5 verbinden. Die bringen ja aber meistens die Möglichkeit mit, auch alternativen Kabel anzuschließen und funktionieren dann über das Klinkenkabel. Was leider wegrationalisiert wurde, ist hier ein Lautstärke-Button. Das bedient man jetzt über das Menü in VR. Das funktioniert also auch, allerdings nicht so direkt, wie man das mit einem Button machen kann. Wenn ihr den Puls 3D Kopfhörer benutzt, dann habt ihr hier natürlich auch einen Lautstärke-Button und könnt das direkt an der Hardware machen. Und das Setup der PlayStation VR, sehr easy. Ein gutes Tutorial führt euch da entspannt durch, sorgt dafür, dass ihr euren IPD exakt einstellt und dass die Brille an sich richtig sitzt. Dann gibt es auch noch einen Kalibriermodus für das Eye-Tracking. Da verfolgt ihr so einen Punkt im Raum und danach weiß die PlayStation VR, wo eure Augen sind. Wenn das alles eingestellt ist, wird das abgespeichert im Gerät und ihr müsst es nicht jedes Mal neu machen. Ja, wenn ihr die Brille aufsetzt, dann ist das alles eingestellt. Von Zeit zu Zeit muss man das mal rekalibrieren, aber das passiert, wenn euch danach ist. Wenn sich jemand an der PlayStation 5 mit einem eigenen Account anmeldet, dann speichert die PlayStation 5 alle diese PlayStation VR 2 Werte für diese Person extra. Eine Sache, die im Verhältnis zur PlayStation VR 1 auch noch neu ist und vielleicht für Leute, die viel Sport machen, interessant. Diese schönen Lüftungsschlitze hier oben sind nicht nur kosmetisch. In der Brille drin ist tatsächlich ein aktiver Lüfter, der das Ganze kühlt und dafür sorgt, dass die Linsen nicht so schnell beschlagen. Ein weiterer Aspekt, der neu ist, ist der sogenannte Pass-Through. Ihr könnt durch die Linsen durchschauen. Das passiert tatsächlich, wenn ihr das Gerät das erste Mal aufsetzt. Dann seht ihr einfach komplett durch. Ist auch sehr hilfreich, denn ich finde es immer noch relativ fummelig, die Controller zu finden. Und da hilft es, wenn man einfach durchgucken kann. Der Pass-Through, also die Durchsicht, ist in dem Fall schwarz-weiß, aber die Auflösung ist recht hoch. Ich kann sogar mein Handy damit ablesen. Insofern ist das wirklich hilfreich, wenn man irgendwas erledigen muss. Ihr könnt ja durch den Raum gehen und ein Licht anmachen oder solche Geschichten. Und Achtung, jetzt kommt auch etwas noch zur Einrichtung. Das ist sehr interessant. Wenn ihr das Gerät das erste Mal aufsetzt, dann scannt die PlayStation VR euren kompletten Raum. Also die fordert euch auf, euch dann umzusehen. Wenn das genügend getan ist, dann legt sie ein Spielfeld fest. Ihr könnt dann händisch noch die Bodenhöhe nachjustieren, wenn ihr wollt, und auch noch den Spielbereich ändern. Ja, ihr könnt da was dazu malen oder abnehmen, sodass es euch in den Kram passt. Ich zum Beispiel male mir dann immer mein Sofa mit rein, weil ich da gemütlich sitzen möchte und keine Angst habe, gegenzulaufen. Wenn ihr gegen die Wände des erstellten Guardians dann lauft, dann kriegt ihr ein Signal, das seht ihr dann in VR. Achtung, Achtung, ich bin hier am Rand jetzt, denn mit der neuen PlayStation VR könnt ihr rumlaufen im Zimmer, wenn ihr ein großes Zimmer habt und da gibt es diesen Mechanismus, damit ihr einfach nicht gegen die Wände lauft oder gegen Möbel. Ja? Großartige Geschichte. Und jetzt kommen wir mal zu einem Teil, der bei euch wahrscheinlich die größten Fragen aufgeworfen hat. Wie ist das Bild? Die PlayStation VR 1 hatte keine hohe Auflösung und auch bedingt durch den Zuspieler, nämlich die PlayStation 4, waren da auch deutlich Grenzen gesetzt. Bei der PlayStation VR 2 ist es anders. Wir haben jetzt 4-mal so hohe Auflösung, ein tolles OLED HDR-Display, ein größeres Field of View. Macht sich das bemerkbar? Sowas von. Allerdings gibt es auch was zu beachten. Die PlayStation VR 2 kommt ja jetzt mit Fresnel-Linsen daher. Die funktionieren ein bisschen anders. Die sind darauf angewiesen, dass sie perfekt vor euren Augen sitzen. Durch die ganzen Hilfestellungen und Einstellungsmöglichkeiten in den Menüs seid ihr in der Lage, die wirklich perfekt an euer Auge anzupassen. Ihr werdet dann im ersten Menü auf jeden Fall aber trotzdem sehen, wenn ihr so ein bisschen nach oben und links unten guckt, dass es zum Rand hin unschärfer wird. Ihr könnt also die Schrift da nicht so gut erkennen wie in der Mitte. Also das ist ja mal auf hohem Niveau, macht euch keine Sorgen. Alles ist wahnsinnig besser erkennbar als in den ersten Generationen. Es ist sehr wichtig, dass ihr dieses Gerät perfekt vor euren Augen habt, damit ihr einen guten Bildeindruck habt. Wenn ihr dann in die Spiele reingeht, merkt ihr das allerdings gar nicht mehr. Dann ist alles wirklich toll. Und hier merkt man aber auf jeden Fall dann, was abgeht mit diesem Gerät. Ihr habt durch das OLED HDR-Display wirklich super satte, kräftige Farben. In dunklen Bereichen ist es wirklich komplett schwarz. Das sieht fantastisch aus. Und das neue, größere Field of View merke ich auch sofort. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, mit dem Visor hier vorne so dicht wie möglich an die Linsen ranzukriechen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ich sie erstmal so nah wie möglich ranhole.
Dann fing ich aber schon an der Nase den Visor zu spüren und dann hole ich es nochmal 2 Millimeter zurück und dann ist es für mich perfekt. Perfekt ist natürlich auch die Bildschärfe geworden. Im Verhältnis zur ersten Generation ist es ein riesen Quantensprung, aber auch im Vergleich mit aktuellen Geräten ist es eine ganz große Nummer. Während zum Beispiel die mobilen Headsets nominell gerade auch eine ähnliche Auflösung haben, können sie die eigentlich gar nicht bespielen. Die Recheneinheiten darin sind nur in der Lage, ein Bild in kleinerer Auflösung zu berechnen. Das wird dann auf die vielen Pixel der Brille skaliert und wirkt dadurch natürlich ein bisschen unschärfer. Bei der PlayStation VR 2 kann die PlayStation 5 die volle Kante bespielen. Es ist aber immer noch abhängig von den Entwicklern, wie sehr das passiert. Bei einigen Spielen wie zum Beispiel Kayak Mirage oder Song in the Smoke ist mir aufgefallen, die sind unfassbar extrem scharf. Andere sind einfach nur sehr scharf. Das ist die Range, in der ihr euch bewegen könnt. Ich habe bisher nur ein Spiel gesehen, wo das Menü ein bisschen unscharf war. Da muss ich aber die Entwickler nochmal fragen, was da los ist. Meine Erfahrung mit dem Inside-Out-Tracking. Ich habe meine Hände hinter den Rücken gehalten und dann wieder ins Bild. Da hatte ich überhaupt keine Probleme. Das fühlte sich immer an, als wenn sie nie weg gewesen sind. Das Einzige, was ich gemerkt habe, wenn ich einen expliziten Occlusion-Test gemacht habe, die Hände mit den Controllern vor mein Gesicht gehalten habe, sodass sie sich gegenseitig verdecken. Das passiert in der Praxis eigentlich nicht wirklich, dass man sowas macht. Und da habe ich Momente gesehen, wo mal ganz kurz das Tracking aussetzte. Das werdet ihr als normaler Spieler aber wahrscheinlich nicht wirklich wahrnehmen. Und das ist eine Geschichte, die auch per Software nach und nach immer verbessert werden kann, indem Sony weiter an den Tracking-Algorithmen arbeitet. Es gibt dann auch immer eine Grenze, wie nah man die Controller an das Headset führen kann. Auch da gibt es irgendwann einen Bereich, wo die das nicht mehr sehen können. Das ist eigentlich relativ normal. Ich habe das auch ausgereizt und im Moment ist mir noch nichts aufgefallen, was großartig anders funktioniert als zum Beispiel bei der Referenz auf dem Gebiet, nämlich der Quest 2. Das ganze Haptik-Feedback ist super beeindruckend, funktioniert wirklich gut. Bei der Form hat mich bisher auch noch nichts angesprungen, was mich stört. Einzig der digitale Grip-Button macht mir noch ein bisschen Kopfzerbrechen. Die analoge Funktionalität des Grip-Buttons übernimmt ja in diesem Fall hier die kapazitiven Sensoren. Das ist eigentlich kein Problem. Allerdings ist der Grip-Button recht schwergängig. Wenn die Software also verlangt, dass ihr zum Greifen wirklich die ganze Zeit auch diesen Button gedrückt habt, dann fühlt sich das mit der Zeit anstrengend an. Wir müssen mal abwarten, wie sich das in Zukunft ergeben wird. Jetzt bei Star Wars Tales from the Galaxy Edge habe ich zum Beispiel das Greifen umgeschaltet, dass man nicht jederzeit halten muss, sondern einfach nur einmal hält, dann hat man die Waffe in der Hand. Das ist natürlich immer der Fallback, der funktioniert. Wie gesagt, wie sich das in Zukunft gestalten wird, müssen wir einfach mal gucken. Das ist erstmal etwas ungewöhnlich für mich. Ihr könnt den Controller hier an dem USB-C-Port aufladen und das müsst ihr auch relativ häufig. Nach 3 Tagen musste ich die immer wieder komplett aufladen. Ich habe immer für ein halbes Stündchen was getestet, dann mal wieder eine Session gemacht. Ich habe jetzt nicht mit der Stoppuhr daneben gesessen, aber grob über den Daumen würde ich jetzt vermuten, dass es insgesamt so 5, 6 Stunden sind, was die halten. Das hängt natürlich auch wieder stark vom Spiel ab, wie sehr das gebraucht macht von den internen Motoren. Die verbrauchen Strom. Auf jeden Fall würde ich diese Ladeschale von Sony empfehlen. Da habt ihr dann hier einen kleinen Pinöppel und jedes Mal, wenn ihr fertig seid mit dem Spielen, legt ihr sie einfach in die Ladeschale, dann werden die kontaktlos aufgeladen. Ihr müsst euch nicht mehr drum kümmern. Und ich glaube, das ist hier bei dieser Geschichte jetzt eine ganz gute Idee. Das Aufladen funktioniert auch nicht bemerkenswert schneller als bei anderen Geräten. Also es gibt kein Fastload oder so, das dauert auch seine Zeit. Ich habe die meistens immer so dann über ins Mittagessen dran gehabt und dann waren sie auch vollgeladen. Das war jetzt alles trotzdem immer noch sehr technisch. Wie ist jetzt mein Gesamteindruck? Ich finde, die Experience, die man mit der PlayStation VR 2 bekommt, ist nahezu perfekt. Für Leute, die das erste Mal machen, ist man nicht mehr so eingeschlossen im Gerät. Durch den Pass-Through hat man noch Connect zu der Außenwelt und es fühlt sich alles ein bisschen entspannter und leichter an. Wenn ihr erstmal ein Spiel eingeschaltet habt, dann taucht ihr da wirklich in eine Welt komplett ein. Die Immersion wird massiv gesteigert. Etwas, was ich immer schon vermutet habe, dass die technischen Daten halt alle interessant sind, aber vergleichbar mit anderen Geräten, die Kombination aus diesen ganzen Force-Feedback-Geschichten, der guten Technik und der kompletten Integration der Spiele macht es an sich am Ende des Tages aus. Die ganze Technik nützt nämlich nicht
nichts, wenn sie von den Spielen nicht komplett gut unterstützt werden kann. Und das ist hier in einem geschlossenen System natürlich gegeben und funktioniert fantastisch. Ein Aspekt, der bei Fresnel-Linsen auch noch vorkommt, ist der sogenannte Glare. Da kommt es also zu so Lichtartefakten bei sehr kontrastreichen Szenen. Das konnte ich ja auch beobachten, allerdings nicht besonders stark. Spätestens, wenn ihr dann in normalen Tageslicht unterwegs seid, also in VR, dann ist der überhaupt nicht mehr wahrnehmbar. Ich würde den jetzt mal als minimal bezeichnen. Mir ist klar, dass ich all eure Fragen in diesem Review noch nicht beantworten kann. Macht euch keine Sorgen. Ich würde vorschlagen, wir machen heute Abend mal ein Q&A. Ja, da werde ich live gehen und ihr könnt mir alle zusätzlichen Fragen stellen. Das ist vielleicht besser, denn dieses Video möchte ich natürlich im Idealfall möglichst kompakt halten. Ein letzter Eindruck noch zu den Spielen. Ich hatte die Möglichkeit, in Horizon Call of the Mountain reinzugucken, was einfach nur gigantisch ist. Star Wars Tales from the Galaxy Edge war für mich eine Überraschung, denn das fühlt sich jetzt auf der neuen Hardware im Verhältnis zur Quest 2 an wie ein AAA-Titel. Das ist wirklich beeindruckend, wartet auf mein Video. Kajak Mirage konnte ich mir angucken und feiern, das ist wunderschön. Meine Lieblinge Res Infinity Tetris Effect konnte ich mir auch schon auf der PlayStation 2 ansehen und da besonders durch das neue Haptik-Feedback und die schärfere Auflösung ist natürlich auch einfach nur Beeindruckung unterwegs. Genau wie Tampa. Ja, Tampa hat wirklich von der Immersion her extrem zugelegt. Schönes Ding. Song in the Smoke ist einer der momentan schärfsten Titel auf der PlayStation 2, hat neue Bewegungssysteme dazu bekommen und fühlt sich jetzt so gut an auf dieser Hardware. Ich habe dann auch in Townsman und Cities VR reingucken können, das allerdings nur kurz. Jurassic World Aftermath ist ein Port von der Quest 2 und fühlt sich ehrlich gesagt auch so ein bisschen an. Moss 1 und Moss 2 sind natürlich super geniale Spiele auf der PlayStation VR 1 gewesen. Leider muss man dafür nochmal komplett bezahlen. Ich konnte keinen großen Unterschied zur PlayStation 1 Version feststellen. Im kurzen Reingucken muss ich gestehen, außer dass natürlich alles schärfer ist. Demeo ist ein Titel, den ich euch sowieso super ans Herz legen kann. Den gibt es jetzt endlich auf der PlayStation 5 und PlayStation VR 2, den konnte ich mir ansehen. Und ich hatte auch noch Puzzling Places, ja, das beliebte 3D-Puzzle-Game, was natürlich auch von der neuen Technik profitiert. Und The Last Clockwinder, das habe ich bisher auf anderen Plattformen noch nicht gesehen und konnte mir jetzt anschauen. Also, da ist schon ordentlich was unterwegs gewesen, aber so ein paar Rhythmusspiele oder Shooter konnte ich mir noch nicht angucken, leider auch noch nicht GT7, auf das ich sehr neugierig bin, auch nicht Resident Evil Village. Das wird alles noch in den nächsten Tagen passieren. Ich schätze mal einiges davon auch noch vor Release der Hardware. Ich werde euch nicht nur über die einzelnen Spiele dann jetzt jeweils Videos machen, damit ich denen mehr Zeit gönnen kann, sondern auch noch über Hardware-Aspekte. Ja, ich werde euch mal ein extra Video machen, wie das Tracking jetzt funktioniert. Ich werde euch auch einen kleinen Bericht von diesem Puls 3D-Headset machen. Das ist natürlich sehr komfortabel dann zusammen mit der PlayStation VR 2, weil es auch von der Form her dafür gedacht ist, dass es nirgendwo anstößt. Und dann hoffe ich, dass ich hier schon einige Fragen beantworten konnte. Es ist sicher nicht das weltbeste Review geworden, aber das, was ich in der Zeit über die PlayStation VR 2 rausgefunden habe. Falls ihr jetzt immer noch nicht sicher seid, wie gut ich sie finde, hier nochmal eine pantomimische Darstellung. Danke. Wir sehen uns also heute Abend im Livestream und ich werde eure restlichen Fragen beantworten. Ich bin trotzdem auf euer Feedback unter diesem Video gespannt. Ich würde mich über ein kleines Däumchen freuen. Abonniert jetzt spätestens den Kanal, wenn ihr alle weiteren Videos über die PlayStation VR 2 nicht verpassen wollt. Smofun VR, immer für euch da. Bye bye. No Man's Sky, auf jedes First Impression kannst du dich verlassen. Also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen in geschlossenen Buden mit gutem WLAN. Hier gibt's heute kein Schnitzel, Alter, was geht, man? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. MoFun VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tensen, MoFun VR.